ocean is coming alive. When I'm on vacation mode. Geht, Leute, willkommen zu einem neuen Vlog, willkommen zu einem neuen Travel-Vlog. Es geht für uns nach Sardinien. Einfach 2 Wochen Sardinien, eine Woche Insel erkunden und danach bin ich noch auf dem Boot. Ich denke mal, der Boot-Vlog wird ein separater Vlog werden. Aber jetzt geht's los. Early Birds ist noch relativ früh. Boah, ab für Sonne, ey. Ich brauche unbedingt Sonne auf mein Haupt. Hä? Was ist das? Hä? Digga, was ist das? Digga, ich glaube, wir haben uns verlaufen. Digga, wir sind ja mitten auf dem Rollfeld. Guck mal, die anderen stehen alle da drüben. Digga, einfach hier in so einer Crack-Rune gelandet. Was ist das? Angekommen in Cagliari auf Sardinien am Elmas Airport. Es ist so krass, ich war noch nie auf Sardinien und ich bin so hyped, endlich mal woanders wieder zu sein. Nicht immer so Bali, Mallorca, Kroatien, sondern mal wieder ein anderer Spot. Sardinien, die Insel it is. Mal sehen, wie es wird. Wir warten jetzt auf unser Mietauto. Ich bin richtig gespannt, wie das ist. Weil ich habe gehört, dass es in Italien immer so ein bisschen tricky, dass die einen probieren, immer noch ein bisschen mehr Geld abzuziehen. Also mal schauen, wie es wird. Da ist das Gerät. Natürlich, wie es sich für Italien gehört, haben wir uns einen richtig geilen italienischen Wagen gegönnt. Ich weiß, ihr wolltet es schon lange sehen und wir haben es wirklich getan. Wir haben uns ein Fiat 500 geholt. Fiat 500X in Blau. Oi. Angekommen in unserer Unterkunft und es sieht aus, als wäre es einfach Pablo Escobar seine Unterkunft. Genauso stelle ich mir das vor. Auf diesem steht hier, das sieht so professionell aus. Rezeption. Vielleicht muss man auch noch woanders. Ich glaube, es ist Off-Season in Sardinien oder auf Sardinien. Alter, hier ist kein Mensch. Der ganze Strand da hinten, den ich sehe, ist auch leer. Wir sind gerade auf Versuche nach unserer Unterkunft. Einfach hier 22 und neben 22 ist 70. 68. Da muss man auch nicht lang. Wir sind auf Versuche nach 10. Wir haben keine Ahnung, wo das sein soll. Da ist 24, da geht es wieder in die andere Richtung. Hinten ist 40. Also entweder haben sie es hier nicht so mit 10 in Italien, oder ich weiß auch nicht. 14, da unten muss es sein. Digga, Sea View, glaube ich. Schaut euch das an, das geht so hoch, das ganze Ding, und wir sind da echt im Keller. Impression. Das Ding. Das Loch hier. Boah. Boah, das ist echt ein Keller. Wo liegt dann? Ich will immer doch nur Einzelbett. War wirklich? Ja, eigentlich schon. Oh, schön. Boah, Digga, aber vom Klo hat man schon eine geile Aussicht. Sitzt auf dem Klo, schaut aufs Meer. Er hat es einfach komplett überrissen. Was ist jetzt die beste Art und Weise, eine Insel bzw. Sardinien zu erkunden? Sardinien ist relativ groß, bzw. es wirkt sehr groß, weil es so bergig ist und man immer überall drum herum fahren muss. Deswegen sind die Strecken sehr lang und man fährt für wenige Kilometer wirklich Stunden manchmal. Aus dem Grund ist meines Erachtens am besten, seine ganzen Unterkünfte aufzuteilen, dass man nicht jeden Tag so 3-4 Stunden fahren muss. Wir haben uns dazu entschlossen, jetzt an der Ostküste uns eine Unterkunft zu nehmen, wo fast noch gar nichts los ist. Es fühlt sich fast so ein bisschen an, als wäre Nebensaison. Aber es ist wirklich so krank schön und wir haben so einen fetten Weitblick zu allem. Wir haben gerade für 1,50 Cappuccino getrunken. Geil. Ich glaube es nicht, Leute. Wirklich, in jedem Land im Süden ist es einfach so günstig, Cappuccino zu trinken. Und ich muss euch jetzt eine Kleinigkeit zeigen. Wir wollen heute nämlich eigentlich so einen richtig krassen Hike machen, aber bei unserem Kaffeespot haben wir uns mal unseren Ort angeschaut und einfach das hier auf Instagram gefunden. Das ist übrigens ein sehr guter Tipp, wenn ihr nicht wisst, was ihr machen sollt. Schaut einfach immer so auf Instagram auf der Location nach, wo ihr gerade seid, was es da so gibt. Meistens sind die krassesten Sachen jetzt eh gut und hier ist einfach Klippenspringen. Das heißt, wir suchen jetzt diesen Spot, werden einmal Klippen springen und dann auf diesen krassen Hike gehen. Zwar völlig salzkörpermäßig unterwegs sein, aber
Ich hoffe, dass das fertig wird. Schaut euch mal das Meer hier an. Wir sind angekommen am Spot. Es ist in Arpatax, heißt dieser Ort. Und ich zeige es euch mal, was wir uns jetzt hier anschauen. Das da. Da überlegen wir jetzt rauf zu gehen. Es ist so eine kleine Klippe, da kann man so raufklemmen, klettern und dann von da runter springen. Ich bin mir noch nicht ganz so sicher, ob es wirklich funktioniert. Auf Instagram sah es gut aus. Also springbar. Irgendwie kalt, oder? Hast du Bock jetzt nicht so? Naja, geht so. Es ist wieder soweit. Wie in jedem guten Urlaub haben wir uns natürlich die Bucht ausgesucht, die am schwierigsten zu erreichen ist. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal einen Korfu-Vlog gesehen habt, aber da war das ja auch schon der Fall. Und jetzt haben wir uns einfach einen Strand ausgesucht, zu dem man noch 1 Stunde bis 1,5 Stunden hingehen muss. Deswegen switche ich jetzt schon mal in mein Sportgewand, weil die letzten Male bin ich immer hier mitgegangen. Die sind jetzt schon so zerschwitzt. Und das geht jetzt natürlich nicht mehr. Die Sportsachen anziehen, angesagt. Und ordentlich Sonnencreme. Wir sind übrigens an der Costa di Braunay und wir gehen jetzt gleich zu einem Beach, der wahrscheinlich einer der schönsten Beache überhaupt ist. Also wir sind auf dem Weg zu Cala Colorizze. Wie ihr hin könnt, bin ich ein bisschen aus der Puste, weil man muss hier einfach hinhiken. 1 Stunde, 7 € war jetzt der Eintritt und so sieht das Terrain aus. Also es ist wirklich ein bisschen rocky, aber es geht nur durchgehend so leicht bergauf, weshalb man ein bisschen ins Verschnaufen kommt. Trotzdem würde ich sagen, eigentlich fast für jeden machbar. Man muss nur ein bisschen pusten. Puh. So. Wir müssen jetzt nur noch 2500 Meter bis zur Colorizze gehen. Die ist da hinten. Könnt ihr es sehen? Ja, ihr könnt es sehen. Es sieht tatsächlich ein bisschen unmöglich aus und ein bisschen dunkel. Aber Colorizze kommt übrigens von Arschritze. Wir haben hier gerade so eine Höhle entdeckt. Und es sieht fast so aus, als wäre da eventuell mal ein Bär drin gewesen. Da sind schon Schlangen und Geckos. Da kommen voll viele Geckos raus. Ich habe gestern noch Godzilla geguckt. Und wenn sowas passiert, dann kommt dann was Großes. Hallo? Buongiorno! Da ist nichts. Kein Bär. Stinkt. Boah, stinkt übelst hier drin. Riecht so ein bisschen nach Bär, aber... Gibt's hier Bären? Ja, außer Brombeeren, Erdbeeren und Heidelbeeren. Also den höchsten Anstieg haben wir jetzt geschafft. Jetzt geht es relativ lange so bergab. Ich weiß nicht, wie viel ist das? So 3% Neigung oder so. Vielleicht nicht mehr so viel. Aber es geht die ganze Zeit so leicht bergab. Und man merkt es so ein bisschen auf den Knien, wie es so drückt. Und man rutscht wegen diesem Split die ganze Zeit. Aber es ist machbar. Die Luft ist auf jeden Fall wieder da. Boah, ich hab's nicht mehr unter Kontrolle. Nervös? So. Die Muskeln. Oh. Oh. Weiter geht's. Ah. Er hat nicht überlebt. Einfach halb Mensch, halb Bergziege, sage ich euch. Fast geschafft. Fast geschafft. Boom. Da müssen wir nachher wieder hoch. Also ungefähr so hoch. Ich habe mir gerade so bei diesem Wandern die Frage gestellt, was würde eigentlich passieren, beziehungsweise was würde ich tun, wenn jetzt einfach ein Bär kommt und probiert mich zu attackieren. Und wir hatten die Option, dass man halt auf den Bär losrennt und sich auch groß macht und so gegen ihn kämpft. Ja, wie soll es sonst sein? Ja, Man muss denn ja kämpfen. Oder man klettert halt einen Baum hoch. Der Bär kann ja auch klettern, wie wir alle wissen. Das heißt, man bräuchte so einen Baum, der ungefähr kletterbar für den Bär ist, aber nicht zu hoch. Und dann klettert der Bär halt hoch und dann kickt man ihn einfach die ganze Zeit runter. Und dann fällt der Bär auf den Rücken und bricht sich so das Rückgrat. Und dann hat man Chance zu überleben. Was sagt ihr? Was ist so die beste Möglichkeit, um gegen einen Bärenangriff sich zu wappnen? Wir haben es geschafft. Krank. Geschafft. Einfach gut dann
Und jetzt kommt der Part, vor dem ich mich gefürchtet habe. Wir müssen wieder hoch. Es war so krass entspannt und das Wasser ist einfach so klar hier. Aber jetzt da hochgehen? Nein, ich weiß ja nicht. I doubt it. I doubt it, ey. Gar keinen Bock. Beine sind schon so schwer. Nach dem Hike ist vor dem Hike, beziehungsweise wir haben jetzt so einen kleinen Stop gemacht. Schaut es euch an. Es ist einfach nur sick. Einfach dieser Ausblick von hier oben. Wow. Wow, wow, wow. Wir machen heute Beach Day. Und glaubt nicht, was ich vergessen habe. Einfach ein Handtuch. Ich habe kein Handtuch mit zum Beach genommen. Einfach bester Strand-Snack. Strand-Snack. Weiter geht der Roadtrip. Wir haben jetzt 3 Tage hier in dieser Unterkunft gepennt und es war einfach nur krass. Die Unterkunft hat 30 bis 35 Euro inklusive Frühstück gekostet. Wir fahren jetzt erst einmal runter in den Süden, da holen wir einen Kollegen von uns ab. Danach fahren wir in den Norden zu einer noch krasseren Unterkunft. Ich weiß noch nicht, wie geil es werden soll, wie viel geiler es werden soll, weil das hier ist doch wirklich schon das, wovon alle träumen, wenn sie eine Auszeit haben wollen. Alle Unterkünfte findet ihr übrigens unten in der Beschreibung. Hey, my friend, I swear I'll send a postcard from the road. Wish that you could be here too. It's harder than you know. Wieso will man eigentlich immer aus Europa weg, wenn man das hier sieht? Wie krank ist das? Schaut euch das einfach an. Wir haben noch so einen Spot gefunden auf Sardinien und ohne Spaß, es sieht einfach überall so aus. Auto ist zurückgebracht. Wir haben die letzten 2 Tage echt ein bisschen ruhiger angehen lassen, also ein bisschen am Strand gechillt. Ich glaube, ihr könnt es auch sehen, meine Hautfarbe ist auf jeden Fall Karamell jetzt geworden. Und rot. Was für rot? Das ist Karamell-Look. Und ganz ehrlich, wir sind jetzt in Olbia in der Gegend. Und man kann wirklich die komplette Küste von Cagliari nach Olbia hochfahren und es ist nur traumhaftes Wasser, traumhafte Strände. Es gibt wirklich nur, ich glaube es gibt einfach nur türkise Strände und jetzt machen wir heute noch ein bisschen Work und dann erkunden wir Olbia, bevor es dann endlich aufs Boot geht. Ich bin so aufgeregt und dieser Boottrip wird glaube ich nochmal sick. Aber der kommt in einem separaten Video, deswegen Kanal abonnieren. Wir haben das Auto übrigens bei Vettura gemietet und ich weiß, man sagt ja immer, gerade in Italien muss man echt aufpassen mit den Autos, weil sie einen da immer ein bisschen abziehen wollen. Aber wir hatten gar keine Probleme. Wir haben sogar das so organisiert, dass wir in Olbia in Cagliari das Auto bekommen haben, sind dann hochgefahren nach Olbia, haben dafür einen kleinen Aufpreis gezahlt, aber das ist definitiv okay, weil den hätten wir wahrscheinlich auch für 2 oder 3 Personen per Zug bezahlt. Deswegen perfekt, einfach alles funktioniert. Leute, ich hoffe, euch hat dieser Vlog gefallen. Das ist das Ende. Ich bügel mein Hemd. Wir sind in Olbia angekommen, einer richtig nicen Hafenstadt, muss man schon mal so sagen. Und heute Abend gehen wir noch ein bisschen raus, werden uns die Stadt anschauen, ein bisschen lecker essen gehen, vielleicht auch nur 1, 2 Drinks nehmen, weil morgen geht es ja aufs Boot und dann kommt erst so das richtig krasse Sardinien-Highlight für euch. Also folgt unbedingt den Kanal, liked dieses Video, kommentiert das Video, seid auch nächste Woche bei dem Bootstrip dabei.
dabei, weil ich glaube, das wird einfach nur geisteskrank werden. Die ganzen Secret-Buchten von Sardinien und Korsika und einfach wie man sailt. Deswegen danke, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen und wir sehen uns zu einer neuen Episode nächste Woche. Heide, ciao, ciao.